Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch mein Modell zur adaptiven Optik vorstellen. Das Modell habe ich im Rahmen meiner Staatsexamensarbeit am Haus der Astronomie konstruiert. Doch zunächst einmal, was ist diese adaptive Optik überhaupt? Das Licht ferner Objekte wird auf dem Weg durch unsere Atmosphäre durch Luftunruhen und Turbulenzen gestört. Die so deformierten Wellenfronten erzeugen im Teleskop unscharfe Bilder. Um die Störung korrigieren zu können, beobachten Astronomen das Licht eines in der Nähe befindlichen hellen Referenzsterns. Das Messen der Störung mit einem sogenannten Wellenfrontsensor ermöglicht die Berechnung der entsprechenden Korrektur. Ein im Strahlengang des Teleskops befindlicher deformierbarer Spiegel wird nun entsprechend der räumlichen Störung der einfallenden Wellenfront verbogen und sorgt somit für die gewünschte Korrektur. Mit diesem Verfahren kompensieren Astronomen die störenden Einflüsse der Atmosphäre und sind somit schließlich in der Lage, auch mit erdgebundenen Teleskopen gestochen scharfe Bilder aufzunehmen. Dieses Prinzip möchten wir uns einmal im Modell anschauen. Da das Licht sehr weit entfernter Objekte in guter Näherung als parallel betrachtet werden kann, wird es hier im Modell durch 5 parallele Laser dargestellt. Auf dem Weg Richtung Erde durchquert das Licht als erstes die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist im Modell durch eine Plexiglasplatte realisiert worden. Alle darauf folgenden Teile auf dieser Seite des Modells sind Teil des Teleskops. Im Teleskop trifft das Licht als erstes auf den deformierbaren Spiegel, der hier durch 5 kleine Spiegelelemente dargestellt wird. Mit Hilfe von Steppermotoren können sich die Spiegel einzeln bewegen. Diese Spiegelelemente reflektieren das Licht. Anschließend wird es von einem Strahlteiler aufgeteilt. Der transmittierte Teil gelangt auf diesen Schirm, welcher ständig von einer kleinen Kamera beobachtet wird. Hier befindet sich die kleine Raspberry Pi Kamera, die zu jeder Zeit den Schirm beobachtet. Die Kamera ermittelt zu jeder Zeit die Koordinaten der Laserpunkte. Weichen die Punkte von ihren Zielkoordinaten ab, so gibt die Kamera das Signal an den Raspberry Pi weiter, welcher die nötige Korrektur berechnet für die Steppermotoren. Der reflektierte Teil gelangt über eine Linse auf einen zweiten Schirm, welcher das finale Bild des Teleskops darstellt. Ohne atmosphärische Störungen bündelt die Linse die 5 Laserstrahlen auf einen Punkt, welcher ein scharfes Bild repräsentiert. Das Herz des Systems ist der Mikrocontroller Raspberry Pi. Okay, schauen wir uns nun die Auswirkungen der atmosphärischen Schwankungen an. Dazu wurde ein Plexiglas realisiert, welches auf der Rückseite leichte Verkippungen gegenüber der Austrittsfläche hat. Damit werden die Laserstrahlen beim Austreten des Materials abgelenkt. Hier habe ich ein Plexiglas mit ähnlichen optischen Eigenschaften. Ein ähnliches Plexiglas, welches das Licht in seiner Ausbreitungsrichtung stört. Bewegt man nun die atmosphärische Schiene, so erzeugt man Schwankungen, welche die Punkte auf dem Schirm ablenken. Damit lassen sich die atmosphärischen Schichten simulieren, welche für die Störungen sorgen. Im Bild des Teleskops lässt sich erkennen, dass der vorherige eine Punkt nicht mehr scharf erkennbar ist und mehrere Punkte nebeneinander auftreten. Die Bewegung des Plexiglas lenkt die Laserstrahlen ab. Um eine Korrektur zu ermöglichen, betätigt man im Touchscreen die Schaltfläche mit der Aufschrift Start adaptive Optik. Nun werden alle erzeugte Störungen innerhalb einem Bruchteil einer Sekunde korrigiert. Erzeugte Störungen führen zum Ablenken der Laserstrahlen und einem unscharfen Bild im Teleskop. Die Störung lässt sich ebenfalls auf dem Schirm der Kamera beobachten. Ich erzeuge nun Störungen, welche daraufhin wieder korrigiert werden. Mit kurzer Verzögerung bleibt das Bild somit im Teleskop jederzeit scharf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls Sie noch mehr über mein Modell erfahren wollen, finden Sie weitere Informationen hier. Tschüss!